Mein Name ist Jens Hillenkötter und wir befinden uns hier gerade auf der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale, wo am 3. Oktober die multimediale Drohnenshow als Abschluss-Highlight für den Tag, für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden. Also hier zeichnet es natürlich einmal die Location an sich aus. Also wir befinden uns hier aus historischem Grund einer Ruine, wo die Hauptszenenfläche mit den ganzen Künstlern ist. Und außerdem haben wir natürlich eine Digitalshow. Das heißt, die Show wurde von vornherein so angelegt, dass sie eigentlich am besten vom Fernseher oder aus digitalen Streams, auch Livestream und weltweiter Übertragung zu sehen ist. Und das war auch von Anfang an so ein bisschen der Ansatz, um einfach hier große Menschenansammlungen zu vermeiden, weil man die große Pandemielage natürlich damals noch nicht so einschätzen konnte. Die alten Perseo Beams war eigentlich das Ergebnis einer langen Anforderung und Recherche und Testreihe. Das heißt, ich habe erstmal, als ich das Grunddesign hatte und die Grundidee, habe ich Scheinwerfer gesucht, die auf der einen Seite IP-tauglich oder wetterfest sind und auf der anderen Seite natürlich mir eine große Flexibilität geben, weil ich wusste von Anfang an, alles was ich hier plane, wird nicht so wie normal auf 90% direkt funktionieren, sondern hier werden Lampen umgestellt und dann kann es auch mal sein, dass ich eine Lampe, die eigentlich ein Beam sein sollte im großen Bild, jetzt quasi für Weißlichtuntermalung nutzen muss. Das heißt, ich habe eine Lampe gesucht, die eine unheimliche Flexibilität bietet, möglichst kompakt ist und trotzdem genug Licht hat, dass ich auch hier in dieser Location mit diesen großen Reichweiten was ausrichten kann. Und so sind wir eigentlich, haben wir einen großen Lichttest gehabt, wo wir alle Hersteller, die eigentlich irgendwo in Frage kommen, mal miteinander verglichen haben und haben gesagt, was ist eigentlich das ideale Tool und für welche Begebenheit. Also wir haben hier natürlich verschiedene Einsatzzwecke, deswegen sind es auch verschiedene Lampentypen. Wir haben jetzt am meisten Perseo Beam im Einsatz, hat einfach damit zu tun, die Lampe ist relativ klein, kompakt und leicht. Im Verhältnis, wenn man sieht, dass es eine Outdoor-Lampe ist. Es kommt halt ein schöner definierter Strahl raus. Aber genau was wir hier hinten zum Beispiel haben an der Laufbühne, wo ich einfach diese Lampen auch einfach wirklich in einen Effekt setzen kann, wo ich damit Weißlichtuntermalung machen kann. Also wirklich schön weich auslaufen. Ich kann die Farben sehr gut korrigieren. Und das Schöne an den Perseus ist mir immer direkt aufgefallen, ich kann halt in der Zoom-Range habe ich eine große Range für einen kleinen Beamscheinwerfer. Habe aber keinen großen Helligkeitsverlust, wie man das sonst kennt, dass ich irgendwie eine wahnsinnige Hotspot-Entwicklung oder umgekehrt einen großen Lichtverlust um den Center herum habe. Und so ist dann die Wahl bei den meisten Lampen hier auf Perseo Beam gefallen, von dem wir, ich glaube, fast 70 Stück im Einsatz haben auf der Burg. Zudem habe ich dann für andere Beleuchtungspositionen dann noch die alten Dominos eingesetzt, also einfach an Stellen, wo ich entweder viel mehr Lichtleistung brauchte, um einfach auch andere Effekte zu erzeugen. Oder hier, was man so sieht, für Break-up-Effekte. Das heißt, ein bisschen Struktur kriegen. Und da war es einfach wichtig, ich habe eine unheimlich große Zoom-Range. Und innerhalb dieser Zoom-Range verliere ich halt nicht zu viel Helligkeit. Ich habe eine unheimlich präzise Optik. Und zudem habe ich auch die Blendenschieber, was bei diesen spitzenwinkligen Beleuchtungssituationen sehr wichtig ist, damit ich nicht überall aus der Burg hinausstrahle zum Beispiel.